Guten Tag zusammen. Willkommen zurück bei Danke Cast Deutsch. Ich bin Henry und heute haben wir ein super praktisches Thema für euch. Kennt ihr das? Es ist Nachmittag und man fragt sich, was koche ich heute Abend? Genau darüber sprechen Emilia und ich heute. Also bleibt dran und hört gut zu. Hallo zusammen, ich bin Emilia. Oh Henry, ich bin so froh, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ich heute Abend kochen soll. Der Kühlschrank ist fast leer und ich habe auch keine Inspiration. Vielleicht kannst du mir helfen? Natürlich. Das Problem kenne ich nur zu gut. Also, lass uns mal überlegen. Was hast du denn noch im Kühlschrank? Manchmal kann man aus wenigen Zutaten etwas Tolles zaubern. Und liebe Zuschauer, bevor wir weitermachen, eine Frage an euch. Was ist euer Lieblingsessen zum Abendessen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Gute Idee. Also, ich habe noch Eier, ein bisschen Käse, Tomaten, Zwiebeln und ich glaube, ich habe noch Nudeln in der Speisekammer. Ach ja, und Kartoffeln habe ich auch noch. Das ist eigentlich gar nicht so wenig, oder? Nein, überhaupt nicht. Mit diesen Zutaten kannst du viele leckere Sachen machen. Zum Beispiel könntest du ein Omelett machen. Eier mit Käse, Tomaten und Zwiebeln, das schmeckt immer gut. Oder du machst Bratkartoffeln mit Spiegelei. Das ist auch super einfach und schnell. Bratkartoffeln klingen gut, aber ich habe Bratkartoffeln erst letzte Woche gemacht. Ich möchte heute etwas anderes, vielleicht etwas mit Nudeln? Ich liebe Nudeln. Was kann man denn Gutes mit Nudeln machen? Oh, Nudeln sind perfekt. Du könntest eine einfache Tomatensoße machen. Schneide die Tomaten und die Zwiebeln klein, brate sie in etwas Öl an, füge etwas Salz und Pfeffer hinzu und fertig ist die Soße. Dann kochst du die Nudeln, mischst alles zusammen und zum Schluss streust du noch den Käse darüber. Das ist schnell gemacht und sehr lecker. Das klingt wirklich gut, aber ich habe keine frischen Tomaten mehr. Ich habe nur noch 2 kleine Tomaten. Reicht das für eine Soße oder soll ich vielleicht etwas anderes machen? 2 Tomaten sind vielleicht ein bisschen wenig für eine richtige Tomatensoße, aber weißt du was? Du könntest auch eine Käsesoße machen. Das ist sogar noch einfacher. Du brauchst nur Butter, Mehl, Milch und Käse. Hast du Milch zu Hause? Ja, ich habe noch Milch, aber ich habe noch nie eine Käsesoße gemacht. Ist das schwierig? Ich möchte nichts Kompliziertes kochen, weil ich heute schon einen langen Tag hatte und einfach nur etwas Schnelles essen möchte. Nein, überhaupt nicht schwierig. Eine Käsesoße ist super einfach. Du schmilzt erst die Butter in einem Topf, dann gibst du das Mehl dazu und rührst es gut um. Danach gießt du langsam die Milch dazu und rührst weiter, bis die Soße dick wird. Zum Schluss gibst du den Käse dazu und fertig. Das dauert vielleicht 10 Minuten. 10 Minuten? Das ist ja wirklich schnell. Und die Nudeln brauchen auch nur etwa 10 Minuten zum Kochen, also könnte ich in 20 Minuten fertig sein. Das ist perfekt. Aber sag mal, Henry, machst du die Soße bei großer oder kleiner Hitze? Gute Frage. Am Anfang, wenn du die Butter schmilzt und das Mehl dazu gibst, machst du mittlere Hitze. Wenn du dann die Milch dazu gießt, stellst du die Hitze etwas niedriger, damit die Soße nicht anbrennt. Du musst die ganze Zeit rühren, das ist wichtig, sonst bekommst du Klumpen in der Soße und das schmeckt nicht so gut. Verstehe, also immer schön rühren, das merke ich mir. Und liebe Zuschauer, könnt ihr auch Käsesoße machen? Oder habt ihr andere Lieblingssoßen für Nudeln? Erzählt uns davon in den Kommentaren, wir freuen uns von euch zu hören. Genau. Und wenn wir schon beim Thema Nudeln sind, Emilia, hast du eigentlich verschiedene Nudelsorten zu Hause? Manche Soßen passen besser zu bestimmten Nudeln. Für eine cremige Käsesoße sind zum Beispiel Penne oder Fusilli sehr gut, weil die Soße in die kleinen Ecken geht. Oh, das wusste ich nicht. Ich habe meistens nur Spaghetti zu Hause, weil die meine Lieblingsnudeln sind. Aber vielleicht sollte ich beim nächsten Einkauf auch andere Sorten kaufen. Was sind denn deine Lieblingsnudeln, Henry? Ich mag Farfalle sehr gern. Das sind die Nudeln, die wie Schmetterlinge aussehen. Sie sehen lustig aus und schmecken gut. Aber ehrlich gesagt, mit der richtigen Soße schmecken alle Nudeln gut. Das Wichtigste ist, dass man die Nudeln nicht zu lange kocht. Sie sollen al dente sein, also noch ein bisschen Biss haben. Stimmt, ich hasse es, wenn Nudeln zu weich sind. Das ist wirklich nicht lecker. Aber zurück zu unserem Abendessen. Ich glaube, ich mache jetzt wirklich Nudeln mit Käsesoße. Aber vielleicht möchte ich noch etwas dazu essen. Nur Nudeln sind ein bisschen langweilig, oder? Was könnte ich denn noch dazu machen? Du hast recht.
Ein bisschen Gemüse wäre gut dazu. Du hast doch noch Tomaten und Zwiebeln, oder? Du könntest einen kleinen Salat machen. Schneide die Tomaten in Stücke, füge ein bisschen Salz, Pfeffer und Öl hinzu und fertig ist ein einfacher Tomatensalat. Das passt perfekt zu den Nudeln. Das ist eine tolle Idee. Ein frischer Salat ist immer gut. Und ich habe auch noch ein bisschen Salat im Kühlschrank, glaube ich. Vielleicht mache ich einen gemischten Salat mit Tomaten und Salatblättern. Hast du auch Tipps für ein gutes Salatdressing? Aber natürlich. Ein einfaches Dressing ist Öl, Essig, Salz, Pfeffer und ein bisschen Senf. Du mischst alles zusammen und es schmeckt super. Das Verhältnis ist ungefähr 3 Teile Öl zu einem Teil Essig und der Senf macht das Dressing schön cremig und gibt ihm einen guten Geschmack. 3:1, okay. Ich mag es, wenn das Dressing nicht zu sauer ist. Manche Leute machen es zu sauer, finde ich. Und sag mal, was isst du heute Abend? Hast du schon einen Plan? Ich habe tatsächlich noch keinen genauen Plan, aber ich denke, ich mache vielleicht eine Gemüsepfanne. Ich habe noch Paprika, Zucchini, Auberginen und ein bisschen Reis zu Hause. Das ist auch schnell gemacht und sehr gesund. Ich schneide das ganze Gemüse klein, brate es in der Pfanne an und serviere es mit Reis. Oh, das klingt auch sehr lecker. Ich mag Gemüsepfannen sehr. Und es ist wirklich eine gesunde Option. Wie lange dauert es denn, bis der Reis fertig ist? Ich finde, Reis braucht immer ziemlich lange. Ja, Reis braucht etwa 20 Minuten, aber man kann ihn einfach kochen lassen, während man das Gemüse vorbereitet. Man muss nicht die ganze Zeit daneben stehen, wichtig ist nur, dass man genug Wasser nimmt. Etwa die doppelte Menge Wasser wie Reis. Verstehe. Und liebe Zuschauer, eine Frage an euch. Esst ihr lieber Nudeln oder Reis zum Abendessen? Seid ihr Team Nudeln oder Team Reis? Schreibt es uns. Wir sind sehr neugierig. Gute Frage, Emilia. Ich bin ehrlich gesagt in beiden Teams. Manchmal habe ich Lust auf Nudeln, manchmal auf Reis. Es kommt darauf an, was ich dazu esse. Zu asiatischem Essen passt Reis besser, zu italienischem Essen natürlich Nudeln. Das stimmt. Apropos asiatisches Essen. Könntest du auch etwas Asiatisches mit deiner Gemüsepfanne machen? Zum Beispiel mit Sojasauce? Absolut. Sojasauce passt perfekt zu Gemüsepfannen. Ich gebe immer ein bisschen Sojasauce am Ende dazu. Vielleicht auch etwas Knoblauch und Ingwer, wenn ich es zu Hause habe. Das gibt der Pfanne einen tollen asiatischen Geschmack. Hast du Sojasauce zu Hause? Ja, ich habe eine Flasche Sojasauce. Aber ich benutze sie selten, weil ich nicht genau weiß, wozu sie passt. Vielleicht sollte ich sie auch mal für meine Gerichte benutzen. Kann man Sojasauce auch zu Nudeln geben? Ja, kann man. Vor allem zu asiatischen Nudeln wie Ramen oder Udon schmeckt Sojasauce sehr gut. Aber auch zu normalen Nudeln kann man sie geben, wenn man einen asiatischen Geschmack möchte. Du könntest zum Beispiel Nudeln mit Gemüse und Sojasauce machen. Das ist wie eine einfache Version von gebratenen Nudeln. Oh, das klingt interessant. Vielleicht probiere ich das nächste Mal. Aber heute mache ich erstmal die Nudeln mit Käsesoße, wie wir besprochen haben. Ich freue mich schon darauf. Und Henry, was würdest du empfehlen, wenn jemand wirklich gar keine Zeit hat zum Kochen? Manchmal kommt man nach Hause und ist einfach zu müde. Das kenne ich. An solchen Tagen mache ich manchmal einfach nur ein Brot mit Käse und Wurst. Oder ich mache mir ein schnelles Sandwich. Das ist in 5 Minuten fertig und man muss nicht kochen. Eine andere Option ist, etwas vorzubereiten. Am Wochenende kann man zum Beispiel eine große Portion kochen und dann die Reste in den nächsten Tagen essen. Meal Prep, richtig? Ich habe davon gehört, aber ich mache es nie. Vielleicht sollte ich damit anfangen. Am Sonntag könnte ich für die ganze Woche vorkochen. Dann hätte ich weniger Stress in der Woche. Machst du das, Henry? Manchmal mache ich das, ja. Vor allem koche ich am Wochenende eine große Portion Suppe oder Eintopf. Die kann man dann gut im Kühlschrank aufbewahren und in der Woche aufwärmen. Das ist sehr praktisch. Und Suppen schmecken am nächsten Tag oft sogar noch besser. Das stimmt. Meine Oma sagt das auch immer. Suppen und Eintöpfe schmecken besser, wenn sie einen Tag stehen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist wahr. Was ist deine Lieblingssuppe, Henry? Ich liebe Gemüsesuppe. Man kann so viele verschiedene Gemüsesorten hinzugeben. Karotten, Kartoffeln, Sellerie, Lauch, alles, was man zu Hause hat. Und dazu ein bisschen Salz, Pfeffer und frische Kräuter. Das ist einfach, gesund und lecker. Und du? Magst du Suppen? Ja, sehr. Besonders im Winter esse ich gerne Suppen. Tomatensuppe ist meine Lieblingssuppe.
Schön heiß mit ein bisschen Sahne. Das ist perfekt an einem kalten Tag. Aber jetzt im Februar ist es noch kalt genug für Suppe, oder? Definitiv. Februar ist noch ein guter Monat für Suppen. Es ist noch Winter und eine warme Suppe tut immer gut. Aber sag mal, Emilia, wenn du heute keine Nudeln machen würdest, was wäre deine zweite Wahl gewesen? Gute Frage. Vielleicht hätte ich ein Omelett gemacht, wie du vorhin vorgeschlagen hast. Ein Omelett mit Käse, Tomaten und Zwiebeln klingt wirklich gut. Und es ist auch schnell gemacht. Ich könnte es mit Brot essen. Das wäre auch ein schönes Abendessen gewesen. Absolut. Ein Omelett ist eine perfekte Mahlzeit zu jeder Tageszeit. Zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, es passt immer. Und man kann so viele verschiedene Zutaten hinzugeben. Pilze, Schinken, Paprika, was auch immer man möchte. Stimmt. Und es ist auch nicht teuer. Das ist auch wichtig. Manchmal möchte man nicht viel Geld ausgeben, aber trotzdem etwas Gutes essen. Mit Eiern kann man viele günstige und leckere Gerichte machen. Liebe Zuschauer, was sind eure Lieblingsgerichte mit Eiern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Sehr gute Frage. Ich bin gespannt auf die Antworten. Und Emilia, noch eine Frage. Gehst du oft einkaufen oder machst du einen großen Einkauf für die ganze Woche? Ich versuche einmal pro Woche einen großen Einkauf zu machen, normalerweise am Samstag, aber manchmal gehe ich auch zwischendurch nochmal, wenn mir etwas fehlt. Es ist oft stressig, nach der Arbeit noch schnell einkaufen zu gehen. Deshalb versuche ich, gut zu planen. Wie machst du das? Ich mache es ähnlich. Ich gehe auch meistens einmal pro Woche einkaufen, aber ich mache vorher immer eine Einkaufsliste, damit ich nichts vergesse. Das hilft mir sehr. Früher bin ich ohne Liste gegangen und dann habe ich immer wichtige Sachen vergessen und dafür Dinge gekauft, die ich gar nicht brauchte. Oh ja, das kenne ich. Ohne Liste kaufe ich immer zu viel Schokolade und Chips, aber vergesse das Brot oder die Milch. Eine Einkaufsliste ist wirklich wichtig und es spart auch Zeit im Supermarkt, weil man genau weiß, was man braucht. Genau. Und es spart auch Geld, weil man nicht so viele unnötige Dinge kauft. Ein guter Tipp ist auch, nicht hungrig einkaufen zu gehen. Wenn man hungrig ist, kauft man viel mehr und meistens sind es ungesunde Sachen. Das ist so wahr. Ich gehe nie wieder hungrig einkaufen, nachdem ich einmal fast 100 Euro für Snacks ausgegeben habe. Das war verrückt. Seitdem esse ich immer etwas, bevor ich einkaufen gehe. Sehr weise Entscheidung. Und apropos Snacks. Was sind deine Lieblingssnacks, Emilia? Naschst du gerne? Oh ja, ich nasche sehr gerne. Meine Lieblingssnacks sind Schokolade und Nüsse. Manchmal esse ich auch gerne Obst als Snack, Äpfel oder Bananen. Das ist gesünder. Aber wenn ich ehrlich bin, greife ich öfter zur Schokolade. Und du? Ich mag auch Nüsse sehr gern. Mandeln und Cashews sind meine Favoriten. Und ich esse auch gerne Käse als Snack. Ein Stück Käse mit einem Glas Wein am Abend, das ist für mich Entspannung pur, aber natürlich nicht jeden Tag. Das klingt sehr gemütlich. Ich sollte auch mal öfter Käse als Snack essen. Ich habe ja noch Käse zu Hause und nicht alles kommt in die Nudelsoße. Vielleicht esse ich vorher noch ein kleines Stück Käse, während ich auf das Abendessen warte. Gute Idee. Und weißt du was, Emilia? Während wir hier über Essen sprechen, bekomme ich auch Hunger. Ich glaube, ich sollte bald anfangen zu kochen. Meine Gemüsepfanne wartet auf mich. Oh ja, ich auch. Ich habe richtig Lust auf meine Nudeln mit Käsesoße bekommen. Und ich freue mich auch auf den Salat dazu. Es ist toll, dass wir dieses Gespräch hatten, Henry. Jetzt weiß ich genau, was ich kochen werde. Das freut mich. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr habt auch einige gute Ideen für euer Abendessen bekommen. Denkt daran, Kochen muss nicht kompliziert sein. Mit einfachen Zutaten und ein bisschen Kreativität kann man tolle Gerichte zaubern. Absolut. Und vergesst nicht, uns in die Kommentare zu schreiben, was ihr heute Abend esst oder was eure Lieblingsgerichte sind. Wir lesen alle Kommentare und freuen uns sehr über eure Nachrichten. Genau. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal DankeCast Deutsch. Wir machen jede Woche neue Videos mit einfachen deutschen Konversationen für Lerner wie euch. Und schaltet auch die Benachrichtigungen ein, damit ihr kein Video verpasst. Wir haben so viele interessante Themen geplant. Nächste Woche sprechen wir über das Wetter und die Jahreszeiten. Das wird bestimmt auch interessant. Oh ja, darauf freue ich mich schon. Aber jetzt müssen wir wirklich kochen gehen. Mein Magen knurrt schon. Emilia, ich wünsche dir einen guten Appetit mit deinen Nudeln. Danke, Henry.
Dir auch einen guten Appetit mit deiner Gemüsepfanne. Und an alle Zuschauer, guten Appetit, egal was ihr heute Abend esst. Genießt euer Essen. Ja, genießt euer Essen und habt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal bei DankeCast Deutsch. Tschüss. Tschüss zusammen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut und viel Spaß beim Deutschlernen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.